person saying hello, not goodbye. Ich werde einen Teil meiner Rede auf Deutsch halten und einen Teil auf Englisch, denn ich spreche hier heute als eine Europäerin. Aha. Ist das besser? Ja! Ich spreche heute hier als eine Europäerin und eine Europäerin zu sein, glaube ich, heißt, dass man wagt, ein bisschen anders zu sein, ein bisschen anders zu handeln und auch ein bisschen anders zu klingen. Ich habe nie vorher eine öffentliche Veranstaltung bei einer öffentlichen Veranstaltung auf Deutsch gesprochen. Und ich wage es jetzt, weil es für mich eine Anstrengung ist. Und manchmal muss man Risiken eingehen, um etwas zu erreichen. In Englisch wir sagen, nothing ventured, nothing gained. Ich möchte euch um etwas bitten und ich habe mir gedacht, wenn ich etwas von anderen verlange, muss ich mich selbst ein bisschen extra bemühen. Ich habe mir gesagt, die Sprachfehler sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir uns verstehen. I wouldn't be who I am, and I certainly wouldn't be standing here today without the EU. I started commuting between London and Berlin about 15 years ago, and I did that for more than 10 years without getting anybody's permission, without fulfilling any conditions, and without feeling any restriction. When I decided to settle in Berlin, I got my Aufenthaltsbestätigung from the Bürgeramt within 5 minutes. Since I've been here, nobody ever insisted that I have to learn the language. Nobody wondered if my values matched those of the people here, and nobody insinuated that I might be a burden on the state. Of course, there's a certain luck and privilege in my situation, not least the fact that my mother tongue is English, which is the world's lingua franca. But nevertheless, there are millions of others in the EU who, without integration courses and without citizenship tests, have become exemplary Europeans, developing this identity simply because they were allowed to live it. I strongly believe that everyone should have the chance to move and to connect with others and to experience how the boundaries of your being expand when you're able to cross new borders. Jean-Claude Juncker's recent white paper sets out 5 scenarios, each of which offers a glimpse into the potential state of the EU in 2025. All the options show member states at various stages of integration. And the single market is always the assumed foundation of togetherness. The word that comes up most in every single scenario are border control, security, and connected cars, which are apparently internet-connected driverless vehicles. Wiederhole auf Deutsch. Die Begriffe, die in allen Junckers Weißbuch-Szenarien am häufigsten auftauchen, sind Grenzkontrolle, Sicherheit und connected cars, mit dem Internet vernetzte fahrerlose Fahrzeuge. It gives the impression that in Brussels, a better EU simply means more data sharing for improved border checks and harmonized traffic rules so that connected cars can move around the continent easily. Nowhere in Juncker's paper is there anything about cultivating a European civil society. At the EU, the priority is clearly connected cars, not connected people. Most proposals to change the EU start with institutional reform, which is absolutely necessary, but those proposals haven't got us very far. A few months ago, I tried to think of policies that might force EU reform by starting a different way, from the bottom up. Policies that involve engaging and shaping civil society. I came up with an action plan called Demos, which was mentioned earlier. And Demos, as many of you know, is the ancient Greek word for ordinary citizens.
And each letter of this word stands for a different policy in my plan. I don't have time to take you through all of it now, so I'll just quickly tell you that D stands for democracy and absolutely underlines that EU institutions need to be reformed to be more transparent and representative. E stands for European Day, which I'm going to come back and tell you more about. M stands for message or media, because I think that we need to hear news about Europe outside the filter of national media, which is full of its own agendas. O stands for others, because I think it's important that we realize that the EU's future depends on how we orient ourselves towards the rest of the world and how we deal with migration. And I offer some suggestions for this in my plan. And S stands for service. I suggest social and military service for EU youth across the continent. Jetzt wieder zurück zum Buchstaben E des Demosplans, Europäischer Tag. Ich glaube, wir brauchen einen europäischen Feiertag, einen gesetzlichen Feiertag. Einen gesetzlichen Feiertag in alle Staaten der EU am letzten Monaten im Mai, eingeführt ab 2018. Während des Europäischen Feiertags und des vorhergehenden Wochenendes ist der öffentliche Verkehr zwischen den EU-Ländern kostenlos und die Einrichtungen der EU laden zu Tagen der offenen Tür ein. Überall finden europabezogene kulturelle und politische Aktivitäten statt, wie Straßenfeste, Diskussionen, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, Theater und Filme, bei denen man erfahren und überlegen kann, was es heißt, Europäerin zu sein. Es ist schockierend, dass so etwas noch nicht existiert. Zwar gibt es den Europatag, der seltsamerweise zwei Daten hat, den 5. und den 9. Mai, aber wenige Bürger kennen diesen Daten oder verbinden etwas damit. Was für eine vertane Chance! Einen europäischen Feiertag für alle Mitgliedstaaten wird uns daran erinnern, besonders aber diejenigen, die in Brüssel sitzen, dass man für eine Demokratie an vielen Stellschrauben drehen muss, unten wie oben, und dass die Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen das Wesentliche dabei ist. Wir müssen diesen Feiertag einfordern, da in Brüssel bislang niemand die Vorstellungskraft oder die Vernunft besessen hat, so einen Tag zu gewähren. Es wird zweifellos erhebliche Einwände dagegen geben. Das ist nicht zu bezahlen. Wirklich? Kann eine Organisation, die Milliarden für die Rettung von Banken ausgibt, ihre Geldsäcke nicht öffnen, um in die eigenen Bürger zu investieren? Das ist Bestechung. Und jahrzehntelang hat die Union mit allen möglichen Fördermitteln und Sonderbestimmungen Anreize für die Wirtschaft geschaffen. Warum nicht den eigenen Bürger ein Löffelchen Zucker anbieten? Es schadet der Wirtschaft. Schon viel zu lange wurde die Politik bestimmt von dem, was gut für die Wirtschaft ist. Im Irrglauben, früher oder später, erwachse daraus Gutes für alle. Der Europäische Feiertag würde einen ungemein mutigen Schritt der EU weg von der neoliberalen Bevorzugung des Marktes bedeuten, hin zum Vorrang des einzelnen Bürgers und der Demokratie. Bravo! Ein europäischer Feiertag mit seinem Zusammentreffen von Menschen in verschiedenen Konstellationen und an verschiedenen Orten wird dabei helfen, etwas zu kreieren, bei dem die Union bislang auf spektakuläre Art und Weise versagt hat. Eine europäische Bürgergesellschaft. Damit die EU mehr als ein Ort ist, an dem man Gute umschlägt, braucht sie einen vitalen Demos.
eine engagierte Körperschaft von Bürgerinnen und Bürgern. Ich denke, dass Pulse of Europe der beste Ort ist, um diese Idee vorzustellen, weil was hier passiert, gibt uns ein Gefühl, wie ein europäischer Tag sein würde. Als ich das erste Mal hier war, habe ich mir gedacht, wenn so etwas in Großbritannien gegeben hätte, wäre der Brexit nie passiert. Vorher hat Dominik gefragt, warum sind wir hier? Wir sind hier, weil wir unzufrieden sind mit unserer passiven Rolle in der Demokratie. Wir sind hier, weil wir uns nach anderen Orten sehnen, außerhalb der Wahlenkabinen, wo wir Demokratie üben können. Wir sind hier, weil wir nationalen Regierungen und Brüssel zeigen wollen, dass wir pro Europa sind, aber gegen den Status quo. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir eine Änderung wollen. Wir sind hier, weil wir die Kraft dieses Ortes kennen. Das heißt die Kraft des Zusammendenkens und Handelns. Wir sind hier, weil wir hoffen, dass hier zu sein, in diesem bürgerlichen Raum, die Möglichkeit öffnet, etwas zu entdecken, mit dem wir anfangen können, dieses imperfekte, enttäuschende, erstaunliche, wunderbare europäische Projekt zu verwandeln. Heute sind wir hier. Und ich wage es zu sagen, eine neue Idee ist auch hier. Der Europäische Feiertag. Ein erster Schritt, um unsere Beziehung mit der EU neu auszurichten. Ich glaube, wir müssen diese Kraft, die hier ist, für ein konkretes Ziel nutzen. Ich habe gerade einen Aufruf. I'm almost done. Last bit. This is really important. Ich habe gerade einen Aufruf für die Einführung des Europäischen Feiertags bei change.org gestellt. Ich bitte euch, den zu lesen, vielleicht zu unterschreiben und weiter zu verbreiten. Wenn die Idee genug Unterstützung kriegt, können wir die Forderung nach Brüssel schicken. Es liegt jetzt in euren Händen. Vielen Dank.